Hallo Leute, willkommen zurück zu Episode 12 auf dem Project Hydra Server im Timoversum. Nach langer Zeit endlich wieder zu Hause, allerdings war etwas komisch. Und zwar fand ich hier diesen Esel und dieses leere Boot. Der Esel hatte ein Buch bei sich, welches sich als Hilferuf entpuppte. Bitte helft uns, die Endermänner haben unser Dorf angegriffen und sie entführten Felix den Fischer und unseren großen Beschützer Archibald den Golem. Unser Dorf ist bei x-725 und z-2500. Für die Helfer wartet auch eine Belohnung für die, die uns helfen. Und somit habe ich meine erste Suche. Wunderbar. Ich fragte kurz, wer mitkommen wollen würde, auf meiner großen Suche nach Archibald dem Helden. Und Daniko war sofort Feuer und Flamme, dem armen Dorf zu helfen. Wir trafen alle nötigen Vorbereitungen und haben uns auf den Weg gemacht zu den Koordinaten, die in dem Buch beschrieben wurden. Wie Superhelden flogen wir durch die Lüfte. Als wir angekommen waren, mussten wir erst einmal ein Bett suchen und uns ausruhen. Dort beim Dorf fanden wir das Monument vom Golem Archibald, jenen, den wir retten sollten, laut unseres unbekannten Auftraggebers. Unübersehbar war auch das Höllenportal, welches direkt im Dorf wie eine unheilvolle Blume erblüht ist. Neugierig betraten wir das Portal auf der Suche nach Archibald. Angekommen in der Hölle war ein kleines Häuschen, welches im Inneren deutlich größer war, als man auf den ersten Blick dachte. Uns begrüßte direkt ein Enderman, der sich in einem Boot verfing. Dieser verfluchte uns und drohte damit, uns zu töten. Wir lachten, da dieser ja nun nichts machen konnte. Aus Mitleid entschieden wir uns, ihn aber am Leben zu lassen. Bei dem Enderman spaltete sich auch der Weg. Wir folgten zuerst dem Weg zur Linken, wo sich der Weg wieder zweiteilte. Auf der einen Seite ein Zombie und auf der anderen Seite ein eingesperrter Bewohner. Probleme für später. Wir schauten erstmal weiter, was es noch so gab. Wieder am fluchenden Enderman vorbei, den anderen Gang hinunter. Dort war ein einsamer, namenloser Fischer, der die Kisten voller Enderperlen hatte, ansonsten aber nichts wirklich Relevantes für uns hatte. Als wir den Gang nun weiter ins Innere folgten, hing am Ende des Ganges eine Karte, die ein Golem-Gefängnis auswies. Und wie es aussah, war dieses Gefängnis im Ende. Nun aber wieder zu den eingesperrten Zombies. Dieser trug einen Kompass in der Hand. Dani erschlug ihn, ich wollte sie ärgern und habe die Tür aufgemacht. Aber sie bekam dann den Kompass erfolgreich, der auf einen geheimen Eingang zeigen sollte. Ich ging nochmal die Kisten durch und fand einen Schlüssel für einen geheimen Gang. Nachher fanden wir dann die Hinweise an der Tür, aber wir hatten ja den Schlüssel und den Kompass. Nur noch der eingesperrte Bewohner ist übrig. Dort war ein Buch an den Gittern angebracht, welches ich zuerst nicht lesen konnte, weil sich Dani das sofort weggeschnappt hat. Aber als sie mir das Buch gegeben hatte, sagte es, bitte brich mich auf, was schon verstörend zu lesen ist, wenn man nicht nachdenkte. Aber sie haben Archibald woanders hingebracht. Er wüsste nicht wo und er hätte es aber geschafft, etwas zu stehlen und unter sich zu verstecken. Was er gestohlen hatte, war ein dimensionaler Konfigurator. Was auch immer das sein sollte. Hörte sich verdammt wichtig an, also habe ich ihn mitgenommen. Ach, und dann beim Rausgehen schlief ich noch fast in der Hölle, was mir ein Tod gewesen wäre, hab aber den Drang noch rechtzeitig zurückgehalten. Nach kurzer Suche, da wir einen Kompass hatten, fanden wir den Geheimgang. Dank dieses Kompasses. Ich setzte den geheimen Schlüssel in den dafür vorgesehenen Schlitz und dadurch fuhren im Geheimgang doch tatsächlich geheime Treppen aus. Ich nahm wieder meine Brustplatte in die Hand für mehr Schutz. Spaß, ich habe sie dann angelegt und wir folgten die Treppe runter. Unten angekommen wurde uns dann klar, wofür der dimensionale Konfigurator da war. Zum Konfigurieren der Dimension. Und damit öffneten wir dann das Portal zum Ende. Wir setzten unsere Helme auf, wodurch wir für Endermänner unsichtbar waren.
Da man aber dadurch nicht gut sehen kann und die Aufnahme hässlich ist, habe ich es praktisch sofort wieder abgenommen. Durchs Portal im Ende folgten wir der Karte, flogen übers Ende und ohne weitere Probleme gelangten wir zum Gefängnis der Eisengolems. Dort war der Eisengolem Archibald, den wir retten sollten. Und praktischerweise auch eine Golem-Verpackstation, wo wir nur Archibald reinlotsen mussten und er taschenfertig auseinandergenommen wurde. Was ein Luxus. Nachdem wir zurück ins Dorf aus dem Ende kamen, bauten wir Archibald erneut auf sein Monument auf. Und ein nicht enden wollender Schwall von Feuerwerk tauchte Archibald in rotem Licht. Und wir wussten, wir haben es geschafft. Nachdem das Feuerwerk abklang, tauchte auch an derselben Stelle eine braune Box auf, mit unserer fürstlichen Belohnung. Diese teilten wir dann auch gerecht auf und das ist die Belohnung, die für unser Abenteuer hier nochmal genauer sehen. Wobei man ja sagen muss, das Abenteuer selber war auch schon mal was anderes und eine Belohnung für sich und ich konnte ein ganzes Video draus machen. Ist das nicht klasse? Also, das war's. Das ist die heutige Episode. Ich hoffe, das Abenteuer hat euch auch gefallen. Wir hatten sehr viel Spaß. Daniel und ich haben sehr viel gelacht. Konnte den Originalton nicht mitschneiden, da mein Programm das nicht auf die Reihe bekommt. Spielton und so. Spielton und Discord-Ton aufeinander zu bringen, ohne große Fehler. Und weil es dann Englisch ist, dachte ich mir, erzähle ich euch diese kleine Geschichte von unserem Abenteuer. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst ein Dislike da. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und ich verabschiede mich aus dem Teamoversum. Bis zum nächsten Mal. Bye!